Ja, Moinsen. Wir sind hier unterwegs von Skorzelec nach Frydland. In Polen ist heute ein Feiertag, also heute ist der 1. November, wann immer ihr auch dann das Video zu sehen bekommt, weil das muss das erst bearbeiten. Und da fahren wir jetzt heute eine Tschechei-Tour, weil in Polen ist ja alles zu heute. Und gestern war in Deutschland Feiertag. Und am Dienstag war in der Tschechei ein Feiertag, das heißt, die Woche musste ich viel ummodeln mit meinen Fahrstrecken, mit meinen Terminen, weil ständig in einem anderen Land ein Feiertag ist. Und diese Nebenstrecke hier habe ich schon mal versucht, einen Livestream zu machen, aber da reißt ständig die Verbindung ab, deshalb machen wir heute mal ein normales Video, weil dann seht ihr mal die Strecke hier. Und das ist hier auf Nebenstrecken in Polen, ist das so mit dem Stopp vor der Bahn. Aber hier, ihr habt den Zug hier schon mal fahren sehen. Da fährt noch eine alte Tiger-Trommel mit ein paar Güterwaggons hinten dran. Das ist irgend so eine industrielle Nebenstrecke da. Also wenn da der Zug kommt, da muss man keine Panik kriegen. Wenn man den von der Weite sieht, da ist noch gut Platz, der fährt nicht schnell. Ich habe den mal auf der Strecke überholt, weil die weiter vorne, da kommt dann noch einmal, wo es dann ein paar Mal links und rechts von der Bahn geht. Und der Zug, der fährt so langsam, dass ich auf dem einen Bahnübergang habe ich auf ihn warten müssen. Und dann bin ich über die Straße, nachdem er durch war, dann über die Straße gefahren. Und bis zum nächsten Bahnübergang habe ich ihn überholt gehabt. Da konnte ich dann drüber fahren, da war der noch gar nicht in Sichtweite. Da habe ich ihn dann erst im Rückspiegel gesehen, als ich schon auf der anderen Seite war vom Gleis. Das ist, ich weiß nicht, was das ist, da sind nur ein paar Güterwaggons dran gehabt, also irgendwas Industrielles, was die da fahren für irgendeine Fabrik. Und also so eine Nebenstrecke, nicht mal elektrisch, sondern halt noch mit der alten Diesellok da aus den 80er Jahren fahren die da rum. Ich glaube, da habe ich sogar ein kurzes Video gemacht davon, von dem Zug, aber bin mir da jetzt nicht sicher. Ja, und was gibt es noch zu sagen? Also ich brauche jetzt nicht, wenn es jetzt ein Livestream wäre, würde ich sagen, da die Grenze ist zu, aber das hat euch, bis ihr den Video seht, ist die Baustelle längst vorbei. Das brauchen wir jetzt hier nicht erwähnen. Und wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, also die Leute zumindest, die meinen Kanal verfolgen, schon mehrere Videos gesehen haben, wir haben heute eine rote Motorhaube. Das bedeutet, wir sind heute mit dem Ford unterwegs. Fahren wir heute mal wieder im Ford. Und hier ist Zawidów, jetzt kommt dann bald die Grenze. Und Spritpreis ist 5,86 fürs Benzin und 6,09 fürs Diesel. Hier ist das Diesel teurer. Und ja, Orlen ist eine von den Tanken, die ein bisschen teurer sind als die anderen. Ich habe in Skorzelec, weiß ich, 2 Tanken, die günstiger sind. Das ist einmal die Circle und einmal die Discount. Auf der Seite, da wo es dann Richtung Castorama geht, auf der Straße.
dann gibt es noch bei Pinsk eine, die heißt Vatis, das ist auch eine günstige. Oder wenn man Richtung Jelena Gora fährt, da ist die, ach, der Wohnwagen, der steht aber auch jedes Mal da, der, wo wir jetzt gerade vorbeigefahren sind, der wohnt anscheinend da in dem Wohnwagen. Ne, was ich sagen wollte, wenn man Richtung Jelena Gora fährt, da kommt dann noch eine Nova Kachma, die ist sogar noch günstiger als die anderen Tanken, die ich gerade aufgezählt habe. Da kostet der Sprit immer so um die 5,45 Swati, während es in Skorzelec dann um die 5,80 sind. Ja, und hier ist alles zu, weil, wie gesagt, in Polen haben wir Feiertag heute. Und nach meiner Info müsste in Tschechei kein Feiertag sein heute. Die hatten ihren Feiertag am Dienstag. Ja, das ist das mit dem, wenn man im Dreiländereck, wenn man da zwischen 3 Staaten hin und her fährt, immer, da muss man ständig alle möglichen Feiertage wissen. Ich habe ja, bei mir im Büro habe ich einen deutschen Kalender, einen tschechischen Kalender und einen polnischen Kalender an der Wand hängen, damit ich immer informiert bin über die Feiertage. Ne? Ich bin ja schon mal froh, dass in Polen und Tschechei dann so ist, wenn da ein Feiertag ist, dann ist der in dem jeweiligen Land überall, nicht so wie in Deutschland, dass es da noch Feiertage gibt, die nur regional sind. Das ist ja noch mehr verwirrend, dass da jedes Bundesland seine eigenen Feiertage hat. Ich sag, gestern war in Deutschland ein Feiertag. Und ich habe aber einen Kalender, das heute auch, also das ist kein dunkelrot angestrichener, sondern so ein hellrot angestrichener. Das heißt, der ist nicht überall in Deutschland. Das heißt, heute gibt es also auch irgendwo Bundesländer, wo ein Feiertag ist, aber bei uns heute nicht. Hier drüben. Und jetzt hätten wir beinahe einen Unfall gesehen, weil der hinter mir überholen wollte, obwohl von vorne einer kommt. Das gerade noch so im Spiegel gesehen, der jetzt voll rausgezogen wäre. Da hätte es geknallt. Aber wenn man sich an Geschwindigkeitsbegrenzung hält, da wird man immer gedrängelt und genötigt. Aber das nutzt mir nichts. Ich brauche ja meinen Führerschein. Den setze ich nicht aufs Spiel. Und die so drängeln und denen es immer nicht schnell genug geht, die immer meinen, man muss schnell fahren. Das sind dann aber auch diejenigen, die dauernd rumjammern, weil sie so viele Punkte haben. Ne? Und ich habe keine Punkte, obwohl ich viel unterwegs bin. Man muss halt aufpassen, das geht durchaus, dass man viel fährt und trotzdem keine Punkte hat. Und vor allem, wenn ich meinen Führerschein verliere, dann verliere ich ja den Dreier und dann gibt es ja hinterher, wenn ich neu machen muss, da gibt es ja dann nur die Babyklasse und das ist ja Babyklasse ist ja kein Führerschein für erwachsene Leute. Ne? Also hier hat der Wind ganz schön gewütet. Hier liegen überall Äste auf der Straße, oder besser gesagt am Rand. Ja, gestern war Sturm. Ne, vorgestern war Sturm. Vorgestern war Sturm. Gestern war das Wetter gut. Heute ist es auch, also vorhin, als ich losgefahren bin, war es sonnig. Jetzt haben wir schon wieder Wolken am Himmel, ne? Aber vorhin, als ich losgefahren bin, war es sonnig. Ne?
Und draußen, wenn wir mal kurz aufs Thermometer spekulieren, draußen sind 16 Grad, zeigt er mal hier an. Ja, und hier, das sind die Stellen, wo dann immer das Funknetz abreißt, wenn ich einen Livestream machen will. Da sieht man dann nichts mehr. Was haben denn die da draußen? Ach, das sind Leute. Doch, das sind Leute, die da draußen sitzen. Ich habe jetzt gedacht, das wären irgendwelche Figuren, irgendwelche Ware, die da ausgestellt ist zum Verkaufen. Könnte auch sein, ne? Ne, das ist in dem anderen Ort, wo da die Sachen draußen stehen. Ja, die Strecke hier hat es in sich mit Kurven. Da kann ich mit dem Truck gar nicht schneller fahren. Das verstehen auch die ganzen Babyklasse-Dilettanten nicht, dass man mit dem Truck nicht so schnell um die Kurve fahren kann wie mit einer Seifenkiste. Und warum kam mir jetzt der Taxifahrer auf meiner Seite entgegen? Gibt es da irgendeinen Grund hier, warum der da links gefahren ist? Ah, da ist ein Anglersee. Ich fahre hier mit Tagfahrlicht, das reicht jetzt. Das große Licht schalte jetzt nicht ein, das braucht es nicht. So dunkel ist es nicht. Aber wenn wir immer wieder durch so Waldstücke durchkommen, ja, was wollte ich noch erzählen? Jetzt habe ich es vergessen. Was war vorhin noch irgendwas, wo ich mir gedacht habe, das musste noch mit erwähnen. Jetzt vor lauter Dings bin ich jetzt abgekommen davon. Jetzt ist es gerade wieder weg. Ja, hier in dem Ort ist es, wo der rechts das Geschäft ist, wo immer die ganzen Sachen draußen stehen. Da Arnold Kitze oder wie auch immer das gesprochen wird. Da hier rechts, was hat er da? Blumenerde hat er draußen. Manchmal stehen da noch Gasflaschen sind da draußen. Das ist also irgend so ein Gartengeschäft oder Baumarkt ähnlich. Ich habe da aber noch nie angehalten. Ich habe da noch nie angehalten, ich war da noch nie drin, ich kann also nichts dazu sagen, wie es da drin aussieht. Jetzt haben wir noch ungefähr 5 Kilometer bis nach Früdland. Ja, jetzt fällt mir ein, was ich wieder sagen wollte vorhin. Früdland, da war ich mal, da habe ich schon einmal ein Video gemacht über die Burg. Da gibt es eine Burg, Früdland. Wer sich für so Sachen interessiert. Und weil wir jetzt gleich am Fahrziel sind, mache ich jetzt hier gleich mal den Abspann noch dazu. Also auf meinem Kanal gibt es Sachen zu sehen, wie jetzt, wo wir Fahrvideos haben, reine Fahrvideos, meistens allerdings ohne meinen Kommentar dazu. Dann haben wir hier Playlist Roadview, nennt sich das, 1 und 2 habe ich da. Dann gibt es die erwähnte Burgbesichtigung, das gibt es in der Playlist Sightseeing, da gibt es Burgen und Museen und
Und was noch? Ja, Burgen und Museen halt, so Zeug, ne? Panzermuseum, DDR-Museum, Automobilmuseum. Wobei das Automobilmuseum, das überschneidet sich dann mit der Playlist Oldtimer. Da habe ich auch Videos, die jetzt demnächst kommen, von Oldtimer-Treffen, wo ich die letzten 2 Monate gewesen bin. Da werden jetzt ein paar Videos online gehen im Laufe der nächsten 14 Tage, 3 Wochen. Dann habe ich natürlich noch Reisevideos für größere Reisen, wo ich unterwegs war, zum Beispiel Marokko und ein Roadtrip Marokko zum Beispiel. Das ist eine eigene Playliste. Dann Shopping-Vlog habe ich noch, da vergleiche ich hier die verschiedenen Einkaufsmärkte im Dreiländereck, wo man am günstigsten einkaufen kann und natürlich auch, wo man am günstigsten tanken kann. Der Spritpreise habe ich auch verglichen. Da müsste ich auch mal wieder ein neues Video machen dazu. Wer sich dafür interessiert, also Shopping-Vlog nachschauen. Dann habe ich noch Playliste Drive and Talk nennt sich das. Das ist so wie jetzt, ich fahre und erzähle was dazu. Dann habe ich noch eine Playliste Trucking, da geht es also um LKW-bezogene Themen. Ja, und wenn euch das alles interessiert, dann wäre jetzt die Gelegenheit, einmal den Kanal zu abonnieren, damit ihr das nächste Video auch nicht verpasst. Und Livestreams mache ich natürlich auch, das ist dann so in etwa wie jetzt, wo wir fahren und ich erzähle was, nur hier eben auf dieser Strecke kann ich keinen Livestream machen, weil der ständig abhakt. Und jetzt sind wir in Schrödland. Und nach Liberec ging es geradeaus, da war ich auch schon mal, da habe ich auch entsprechende Videos dazu. Und da links oben ist irgendwo die Burg. Kann man sie jetzt sehen. Da, wenn ihr jetzt da links hochguckt, dort ist die Burg. So, und jetzt verabschiede ich mich, weil jetzt muss ich gleich hier anhalten. Ich bin jetzt gleich am Ziel, wo ich hin muss. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und schaut mal rein, tut den Kanal abonnieren und Like da lassen, ganz wichtig auch. Und tschüss.